Trotz ihrer erdrückenden militärischen Überlegenheit gehe ich davon aus, dass die USA den Krieg gegen den Iran verlieren werden. Ich denke im Gegenteil, dass der Krieg im Iran eine gigantische Falle ist, in die Donald Trump leichtsinnig getappt ist. Warum das so ist und warum der Krieg im Iran dennoch für dich brandgefährlich ist und du dir jetzt überlegen musst, wie du dich und deine Familie schützen kannst, das werde ich dir in diesem Video näher erläutern. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn diese geopolitischen Themen auch dich umtreiben, wenn du dir Sorgen machst um deine Kinder, um deine Enkelkinder, wenn du verstehst, welche enormen Risiken ein solcher Krieg für dich, deine Familie und dein Vermögen birgt, dann lade ich dich herzlich ein, zu unserem Plan B-Seminar nach Zürich zu kommen. Mit dabei ist wieder Herr General außer Diensten Erich Warth, lange Sicherheitsberater von Angela Merkel. Bei einem unserer letzten Seminare haben wir genau über dieses Szenario gesprochen, was nun tatsächlich Realität geworden ist. Dieser Krieg im Iran und wie auf schreckliche Weise auch die Nachbarländer in der Golfregion dadurch destabilisiert werden. Für die Teilnehmer damals war das ein klares Signal, wie sie ihre Auswanderungspläne bzw. ihren Plan B organisieren sollten und welche Lehren sie aus der geopolitischen Situation ziehen müssen, um Risiken für sich, ihre Familien und ihr Vermögen zu vermeiden. Natürlich geht es nicht nur um Geopolitik, sondern um alle möglichen Plan B-Themen: zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltsgenehmigungen, Konten im Ausland, Vermögensdiversifikation im Ausland, steueroptimierte Nachlassplanung und vieles mehr. Ich würde mich freuen, wenn auch du dabei sein kannst. Wie gesagt, das Seminar findet regelmäßig in Zürich statt. Termine auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, dass ich davon ausgehe, dass die USA den Krieg gegen den Iran verlieren werden. Das mag zunächst mal vielleicht wie eine unerhörte Behauptung klingen. Schließlich sind ja die USA und Israel militärisch dem Iran haushoch überlegen. Wie kann es also sein, dass ich schon jetzt so früh in diesem Krieg davon spreche, dass die USA den Krieg verlieren werden? Nun, militärische Stärke, das weißt du ganz genau, hat noch nichts damit zu tun, ob man einen Krieg gewinnt oder nicht. Schau dir nur das Beispiel Afghanistan an, wo die USA und anschließend auch die gesamte NATO 20 Jahre lang gegen Zottelbärte, gegen Ziegenhirten gekämpft haben und dennoch nicht gewinnen konnten. Also die militärische Überlegenheit allein macht einen Sieg noch nicht aus. Und die Situation im Iran ist noch weitaus schlimmer, denn der Iran hat 20 Jahre lang Zeit gehabt, sich auf diesen Konflikt, sich auf diesen Krieg vorzubereiten. Die iranische Führung wusste, dass dieser Krieg irgendwann kommt. Sie wissen natürlich auch, dass sie auf konventionelle Weise militärisch ziemlich wenig gegen die USA und gegen Israel ausrichten können. Und sie haben sich in all den Jahren eine Strategie zurechtgelegt, die es ihnen erlaubt, den USA und auch Israel maximalen Schaden zuzufügen, aber ganz besonders den USA Schaden zuzufügen. Das sehen wir ja jetzt ganz genau vor unseren Augen. Zunächst ist wichtig aber, dass du verstehst, dass der Iran ein riesiges Land ist, doppelt so groß wie der Irak, 5-mal so groß wie Deutschland, eine Bevölkerung von fast 100 Millionen Menschen, also eine Bevölkerung, die noch mal größer ist als die deutsche Bevölkerung. Also ein Land, das extrem schwierig ist einzunehmen und zu beherrschen. Dieses Land eignet sich natürlich bestens, um dort von geheimen Orten aus, die fast unmöglich sind für die Amerikaner und die Israelis auszuspähen, Dinge wie Drohnen und Raketen abzuschießen. Vor allen Dingen aber sind es die Drohnen, die natürlich den Amerikanern zu schaffen machen. Eine solche Drohne kostet möglicherweise mit Sprengsatz $20.000. Die Amerikaner und die Israelis müssen für jede Luftabwehrrakete, um eine solche Drohne runterzuholen, $4 Millionen investieren. Langsam werden die Raketen bei den Amerikanern knapp. Und die Iraner setzen nun genau diese Drohnen und auch andere Waffen, wie zum Beispiel Raketen, sehr gezielt gegen Ziele im ganzen Nahen Osten ein. Das sind natürlich zum einen mal amerikanische Militärstützpunkte, aber das ist noch viel perfider, denn die Iraner, sie greifen auch die zivile Infrastruktur an. Sie haben zum Beispiel ein Lager von Amazon getroffen. Dann greifen sie Ölfelder in Saudi-Arabien an. Sie haben ein Flüssiggasfeld in Katar attackiert. Die Straße von Hormuz ist gesperrt, Schiffe kommen dort nicht mehr raus. Das hat bereits dazu geführt, dass zum Beispiel
Kuwait die Ölförderung drosseln muss. Dann wurden zum Beispiel Hotels und andere Ziele in Dubai und Abu Dhabi angegriffen. Natürlich sind dort größere Schäden bisher ausgeblieben, aber der Schrecken ist natürlich groß. Das Vertrauen in solche Standorte, die strategisch und wirtschaftlich so wichtig sind, wie zum Beispiel Dubai, sie sind stark erschüttert, selbst wenn natürlich die Vereinigten Arabischen Emirate und auch Saudi-Arabien eine Großzahl der Geschosse abfangen konnten. Gleichzeitig hat der Iran Ziele in Aserbaidschan und in der Türkei attackiert. Das ist insofern wichtig, als es sich dabei um wichtige Ausweichrouten für die Luftfahrt handelt, nachdem ja der Luftraum über der Golfregion praktisch gesperrt ist. Nun signalisiert der Iran mit solchen Attacken, dass auch der herumliegende Luftraum unter Beschuss steht. Ebenso natürlich Zypern, auch dort wurde eine Militärbasis angegriffen. Gestern musste ein französisches Passagierflugzeug wieder umkehren, nachdem es in der Golfregion gestartet war, um Franzosen nach Hause zu bringen. Das Flugzeug geriet in eine prekäre Lage. Man vermutete, es war möglicherweise unter Beschuss und es musste daher zurückkehren. All diese Maßnahmen haben zum Ziel, die gesamte Region zu destabilisieren. Ich gehe davon aus, dass man in einer weiteren Eskalationsstufe die Entsalzungsanlagen in der Golfregion bombardieren wird. Dann haben die Menschen dort kein Trinkwasser, denn sie sind auf diese Entsalzungsanlagen angewiesen. Und dann kannst du dir sicherlich vorstellen, dass es dann bürgerkriegsähnliche Zustände geben wird. All das hat zur Folge, dass die Ölförderung eingeschränkt wird, dass Öl nicht mehr wegtransportiert werden kann, nicht mehr an die Käufer verschifft werden kann. Dadurch, dass Ölknappheit herrscht, steigt der Benzinpreis. Er ist bereits gestern von Donnerstag, den 5. März auf heute, Freitag, den 6. März, um fast 10% gestiegen. Er liegt nun bei $92. Ab 95 bis $100 je Barrel Ölpreis wird die Gallone in den USA durchschnittlich im Gesamt-US-Durchschnitt circa $4 oder mehr kosten. Und dann werden die Amerikaner auf die Barrikaden gehen. Wie ich es in einem anderen Video schon gesagt habe, ist der Spritpreis, also das, was die Amerikaner an der Tankstelle konkret bezahlen, eines der wichtigsten Faktoren für die Zufriedenheit der Amerikaner und die Wahrnehmung, ob es im Land gut läuft, ob die Wirtschaft gut läuft und ob sie gut mit ihren Finanzen klarkommen. Wie du weißt, haben die Amerikaner sehr leistungsstarke Fahrzeuge. Sie brauchen natürlich viel Sprit. Da muss man in Amerika auch immer sehr viel herumfahren. Man ist auf das Auto angewiesen. Das heißt, der Spritpreis wirkt sich unmittelbar auf das Haushaltsbudget einer jeden Familie aus. Und insbesondere dann, wenn man nicht sehr gut situiert ist, dann reißt natürlich eine solch starke Ölpreiserhöhung, die zu einer dann sehr großen Spritpreiserhöhung führt, ein großes Loch in die Kasse und die Menschen werden unzufrieden. Wir haben ein Wahljahr dieses Jahr in den USA, wichtige Midterm-Elections. Die wollen natürlich die Republikaner, die momentan an der Macht sind, gewinnen. Aber das wird höchstwahrscheinlich unmöglich sein, wenn die Spritpreise weiter steigen. Aber die Krise am Golf, die durch diesen Krieg mit dem Iran ausgelöst wird, hat noch viel weitreichendere Folgen. Wie du weißt, sind ja gerade Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sehr dicke hier mit den Amerikanern. Man ist gut Freund. Die Amerikaner unterstützen beide Staaten militärisch. Sie stützen die dortigen Herrscherfamilien. Im Gegenzug hatten sie sich verpflichtet, Öl nur in US-Dollar zu handeln. Das hat zur Folge, dass also Saudi-Arabien und auch die VAE ganz enorme Einnahmen in US-Dollar haben. Diese Einnahmen müssen irgendwo investiert werden und es gibt dieses Gentleman's Agreement zwischen den Amerikanern und diesen Staaten, dass man eben die Überschüsse in den USA investiert. In amerikanische Immobilien und natürlich auch vor allen Dingen in den amerikanischen Aktienmarkt. Wenn die Öldollars also ausbleiben, weil kein Öl mehr verkauft werden kann, dann wirkt sich das nicht nur auf den Ölpreis aus, sondern auch darauf, dass letztlich die amerikanische Wirtschaft durch Saudi-Arabien und die VAE nicht mehr gestützt werden kann. Das ganze Petrodollar-System wird also de facto dann stark beeinträchtigt werden oder sogar ganz zusammenbrechen. Und das wird wiederum fatale Folgen für die amerikanische Wirtschaft haben. Und damit haben die Amerikaner den Krieg verloren, auch wenn sie militärisch möglicherweise die Oberhand haben oder militärisch noch nicht besiegt worden sind. Und da haben wir jetzt ganz extreme Eskalationsstufen ja noch gar nicht mit beachtet. Zum Beispiel könnte der Iran eine Hyperschallrakete auf Jerusalem abfeuern. Hat der Iran eine solche Rakete? Ich weiß es nicht. Würde er eine solche Rakete einsetzen? Auch dazu kann ich wenig sagen. Möglich wäre es jedenfalls. Es gibt viele Gerüchte, dass der Iran über solche Waffen verfügt.
Der Iran ist ja auch verbündet mit Russland. Wir wissen, dass Russland über Hyperschallraketen verfügt. Es kann daher wahrscheinlich sein, die Iraner haben den Russen Drohnen geliefert. Es wäre also durchaus denkbar, dass im Gegenzug die Russen Hyperschallraketen an den Iran geliefert haben. Was passiert dann, wenn eine solche Hyperschallrakete Jerusalem zerstört? Nun, möglicherweise würden die Israelis mit einer Atombombe antworten. Ich weiß nicht, ob das passiert. Es ist sicherlich nicht wahrscheinlich, aber es ist natürlich ein konkretes Risiko. Andere Risiken könnten sein, dass Verrückte in Israel und auch Verrückte in den USA die israelische Regierung davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zu zerstören und sich damit 2 Milliarden Muslime zum Feind machen. Du denkst vielleicht, dass das komplett abwegig ist, dass nur komplett Verrückte über einen solch wahnsinnigen Schritt überhaupt nur nachdenken könnten. Tatsächlich gibt es aber bibeltreue Christen in den USA und radikale Juden, die genau das machen wollen. Aber wie gesagt, das sind jetzt vielleicht nur die eher abwegigen Eskalationsszenarien, dass die Angriffe des Iran auf die zivile Infrastruktur der umliegenden Golfstaaten den USA katastrophalen wirtschaftlichen Schaden zuführen wollen. Das liegt auf der Hand. Das haben wir ja in den letzten Tagen genau gesehen. Und wenn wir uns den Ölpreis zum Beispiel anschauen, dann werden wir feststellen, dass genau diese Strategie ja wunderbar funktioniert. Der Iran ist also am Gewinnen, wenn auch nicht militärisch. Aber wie wir schon am Beispiel Afghanistan gesehen haben, muss man keine militärische Überlegenheit haben, um einen Sieg herbeizuführen. Ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass die Amerikaner sehr schnell das Verhandeln anfangen wollen. Und das ist auch, ehrlich gesagt, unsere einzige Hoffnung. Denn wenn das nicht so ist, dann können die Folgen unabsehbar sein. Je länger sich der Krieg hinzieht, desto größer wird das Risiko werden. Das Risiko übrigens auch für die Bundeswehr, auch für deutsche Soldaten, auch für junge Männer und Frauen aus Deutschland. Es gibt bereits hier klare Stellungen von Politikern, zum Beispiel aus der Partei der Grünen, die genau davon schon auf sehr konkrete Weise sprechen. Auch wenn der Bundesverteidigungsminister Pistorius uns hier noch alle im Dunkeln lässt und hier Stein und Bein schwört, dass es zu einem solchen Einsatz nicht kommen wird. Du und ich, wir wissen, dass das entweder eine ganz große Lüge ist oder eine ganz große Naivität oder eine Kombination von beidem. Du musst einfach für dich erkennen, dass diese Situation ein ganz enormes Risiko für dich, deine Familie, deine Kinder, deine Enkelkinder und natürlich auch für dein Vermögen. Und die Tatsache, dass Deutschland immer mehr aufrüstet und mittlerweile ja fast genauso viel für Rüstung aufgibt wie Frankreich und Großbritannien kombiniert, das musst du dir einmal vorstellen. Und Deutschland hat nicht mal Atomwaffen, deren Wartung und Pflege ja einen Großteil des Budgets der Franzosen und der Briten auffressen. Deutschland hat keine Nuklearwaffen. Wir sprechen hier von 160 Milliarden Euro im Jahr in den nächsten Jahren. Eine solche Aufrüstung macht eine militärische Eskalation unter Beteiligung der Bundeswehr nur immer wahrscheinlicher. Das war schon immer so. Aufrüstung hat immer die Wahrscheinlichkeit von militärischen Konflikten enorm erhöht. Denn wer solche Waffen baut, wer solche Waffen hat, der will sie auch einsetzen. Das ist völlig klar. Und daher, selbst wenn dieser Krieg glimpflich ausgeht, wenn das überhaupt noch möglich ist, wenn die Parteien zusammenkommen, zur Vernunft kommen, verhandeln, wenn es eine friedliche Lösung gibt, ohne dass die Weltwirtschaft hier langfristig stark beschädigt wird, dann wird es ganz sicher ein anderer Krieg sein, in den die Bundeswehr dann hereingezogen wird. Und wir sehen jetzt natürlich auch, was im Irak passiert. Wir wissen nicht, wie zum Beispiel neue politische Führer in diesen Ländern reagieren werden, wie sie agieren werden, ob sie an Frieden interessiert sind oder an Krieg oder an Konflikten. Europa und der Mittlere Osten, die sind extrem anfällig für solche Konflikte. Sie sind tatsächlich ein Pulverfass. Für einen Großteil der europäischen Geschichte wurde der europäische Boden mit Blut getränkt, mit dem Blut von jungen Soldaten, von jungen Männern, die auf entsetzliche Weise verstümmelt, verwundet oder getötet wurden. Ich hoffe, dass du das und natürlich auch die anderen Videos auf unserem Kanal ernst nimmst und dir überlegst, wie du tatsächlich dich und deine Familie und dein Vermögen vor einer solchen Eskalation schützen kannst. Dieser Krieg sollte eine Lehre für dich sein, wie schnell die Dinge aus dem Ruder geraten können, selbst wenn es jetzt im Iran nicht zum Allerschlimmsten kommt. Wobei, es kann auch noch zum Allerschlimmsten kommen. Aber hoffen wir, dass die Amerikaner einsehen, dass sie keine Chance haben, dass sie wirtschaftlich so stark beschädigt werden, dass dieser Krieg für sie nicht zu gewinnen ist. Hoffen wir das wirklich. Aber für dich sollte es eine Lehre sein, wie unberechenbar die Welt ist, wie schnell Dinge aus dem Ruder laufen können und wie wir auf einmal mittendrin in einem solchen Krieg sein können. Obwohl es in diesem Krieg wie auch in so vielen anderen Kriegen gar nicht um deutsche Interessen geht.
die hier beschädigt werden und wir dennoch sozusagen in diese Sache reinrutschen, weil wir irgendwelche Bündnisse eingegangen sind, zum Beispiel in der NATO, und dann natürlich gibt es auch in der EU einen Bündnisfall. Es gibt viele schöne, sichere Länder, auch in Europa, gar nicht so weit weg von Deutschland. Schau dir zum Beispiel Irland an, wo viele unserer Mandanten mit ihren Kindern hin umgezogen sind. Ein neutrales Land, nicht in der NATO, praktisch kein Militär, geografisch gesehen weit ab vom Schuss, englischsprachig, enge Beziehungen zu UK und den USA. Sehr kinderfreundlich, sehr familienfreundlich, sehr gute Schulen, Homeschooling ist erlaubt. Steuerlich ist es ebenso ganz interessant, wenn man es richtig macht. Und so gibt es eine Vielzahl von Ländern. Und du solltest hier meiner Meinung nach sehr bewusst entscheiden. Also nicht einfach nur abwarten und Däumchen drehen und wie ein Reh ins Scheinwerferlicht schauen, in einer gewissen Schockstarre, sondern du solltest dein Leben proaktiv in Selbstverantwortung in die Hand nehmen und die Verantwortung für dich und deine Familie übernehmen. Und das umso mehr, wenn du selbstständig bist oder wenn du bereits zum eigenen Kapitalvermögen leben kannst und örtlich flexibel bist. Eins ist klar, wenn es zu spät wird, wenn ein solcher Krieg uns erreicht, dann wird eine solche Auswanderung möglicherweise nicht mehr möglich sein. Du solltest dir einen Spannungsfall so ähnlich wie einen Lockdown vorstellen während Covid. Also daher mein Appell an dich, nimm diese Situation ernst, schau dich nach Optionen um, befasse dich wenigstens mit einem Plan B und dazu gehört natürlich auch dein Vermögen vor den wirtschaftlichen Auswirkungen eines solchen Konfliktes zu schützen. Wir unterstützen dich bei einem solchen Vorhaben natürlich gerne. Wir haben auch eine sehr aktive Community von Gleichgesinnten, von Mandanten, von Teilnehmern an unseren Seminaren, die sich ebenfalls auf dieser Reise unterstützen. Schau dir zum Beispiel mal unseren Telegram-Kanal an. Und dann haben wir auch noch unseren New Horizons Club, wo wir nochmal einen intensiveren Austausch pflegen und dann regelmäßig uns auch bei Webinaren, zum Beispiel bei Telefonaten, auch mit mir und bei gemeinsamen Treffen austauschen und uns auf dem Laufenden halten. Eine solche Community ist essentiell für dich, denn einen solchen Weg zu gehen ist schwierig. Das weißt du. Viele denken vielleicht, du bist komplett verrückt, wenn du sagst, naja, vielleicht will ich auswandern mit meiner Familie. Ich beschäftige mich möglicherweise mit einem Plan B. Viele werden dich für verrückt halten und ein solches Vorhaben kann auch relativ kleinteilig sein. Da gibt es viele Details, die man kennen muss. Da hilft es natürlich, wenn du in eine Community eingebettet bist, die damit schon Erfahrung hat, wo es Menschen gibt, die ausgewandert sind oder ebenso planen, auszuwandern und viele der Fragen, die du hast, möglicherweise schon geklärt haben. Also egal wie das ausgeht, im Iran, lass es dir eine Warnung sein, was uns auch in Zukunft bevorstehen wird und handle entsprechend, um dich, deine Familie und dein Vermögen zu schützen. Wie gesagt, wir unterstützen dich gerne, wir beraten dich gerne. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, einen Plan B zu etablieren, sich im Ausland steuerlich zu optimieren, zweite Staatsbürgerschaften zu erlangen, Aufenthaltstitel, ein Refugium im Ausland zu bauen, Konten weltweit zu eröffnen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.